Hi und herzlich willkommen. Mein Name ist Kati und ich möchte heute dir zeigen, wie du einen ganz einfachen Pullover von oben her häkelst. Das heißt eigentlich Raglan von oben, also RVO. Und da möchte ich dir gerne die einfachste Variante, die es gibt, oder für mich, wie ich finde, die einfachste Variante, die es gibt, einmal zeigen. Ich habe hier zwei liegen. Einer ist schon mit einem Bündchen und den anderen, das ist die Variante, die ich dir gerne zeigen würde. Also das ist wirklich super einfach. Das hier ist jetzt so ein kleines Top, aber ohne Ärmelchen. Das ist sozusagen der Raglan von oben. Ich habe hier hinten einen kleinen Knopf dran gemacht, weil ich das hier offen gelassen hatte. Aber das ist kein Muss. Ich werde das dir zeigen, wie es komplett geschlossen ist. Ja. Und dann häkelt man zuerst hier oben, bis man unten unter seinen Armen sozusagen zusammenkommt. Und dann kommt der Rest des Körpers dran. Und das gibt es auch noch oder kann man auch noch mit einem kleinen Bündchen machen. Du siehst, hier habe ich auch keine Ärmelchen dran, sondern nur sozusagen zum Überziehen. Und hier habe ich ein Bündchen dran gehäkelt und dann mein RVO gestartet und auch wieder so lange gehäkelt, bis es an den Arm gepasst hat. Ja. Und die Variante, wie gesagt, ohne das Bündchen, diese möchte ich dir jetzt einmal zeigen. Das ist relativ einfach. Du brauchst eigentlich am Anfang erstmal die Luftmaschenkette. Die häkelst du mit einer Maschenanzahl, die durch 3 teilbar ist. Ich werde jetzt 93 Maschen anschlagen und ja, dann erkläre ich den Rest. Also wie gesagt, ich häkel den jetzigen mit einer Vierernadel. Das hier war auch, glaube ich, eine Vierernadel. Das hier war eine 3,5er Nadel. Ich habe mir hier das Garn von Gründel rausgesucht. Das ist auch geeignet für eine 3,5er bis 4,5er Nadel, also bin ich mit der 4er Nadel ganz gut dabei. Ich habe 50 Schurwolle, 50 Polyacryl und ja, die Farbe Nummer 3 und die Partie 34, 28, 1. Aber das Garn ist schon ein bisschen älter. Du siehst es hier am Datum, das hatte ich mal reduziert gekauft. Da habe ich auch ein paar mehr Knäule. Ich weiß jetzt aber gerade nicht, wie viele. Also du kannst auch das nehmen, was du möchtest. Das hier ist ein normales Knäuelgarn sozusagen gewesen mit Glitzerfaden. Das hier war eine Boppel mit Farbverlauf, dreifädig, und du kannst jedes Garn nehmen, was du möchtest. Der Aufbau des RVO ist immer gleich. So, wie gesagt, wir starten, oder ich starte jetzt erst einmal mit meinem Anschlag. Und dann mit 93 Luftmaschen. So, ich habe jetzt hier meine 93 Luftmaschen. Dann mache ich eine Wendeluftmasche. Und jetzt drehe ich mir meine Luftmaschenkette einmal so, dass ich sozusagen diesen kleinen Hubbel von meinen Maschen
so ist es seitlich, also hier die sehe. Und dort arbeite ich jetzt auch noch einmal in jeden Huppel eine feste Masche ein. Die 94. Masche, diese Wendeluftmasche, die lasse ich aus. Es kommt jetzt in jeden Huppel, so dass man nochmal die 93 Maschen hat, eine feste Masche. Das mache ich, weil mir dann hier dieser Abschluss besser gefällt. Ja? Dann sieht das immer ungefähr gleich aus. Du könntest jetzt auch hier in die Masche reinarbeiten generell, aber ich finde es halt so ein bisschen schöner, wenn man das in diesen hinteren Huppel reinarbeitet. Ja, ist zwar ein bisschen tricky, man muss es ein bisschen drehen, aber ich finde da das Maschenbild dann nachher einfach schöner, das Häkelbild. Ja, und das machst du jetzt wieder, bis du deine 93 Maschen hier vorne wieder komplett hast. So, ich habe jetzt gleich meine 93 Maschen. Und dann sieht das Ganze so bei mir aus. Das kringelt sich jetzt noch ein bisschen, aber das ist nicht schlimm. Das kommt auch immer, je nachdem wie fest du häkelst, kann sich das so ein bisschen aufkringeln, zusammenrollen. Ja, aber das gibt sich nachher wieder. So, jetzt werde ich hingehen und das Ganze einmal schließen mit einer Kettmasche. Da achtest du dann bitte darauf, dass das gerade liegt, also in eine Richtung, dass nichts mehr verdreht ist. Und du siehst es, wenn du es dir so vor dich legst, auf den Tisch zum Beispiel, und guckst, dass alles gerade ist und alle Windungen und Drehungen draußen sind, dann kannst du hingehen und hier in deine erste Wendeluftmasche einfach eine kleine Kettmasche häkeln. So. Dieser kleine Unterschied hier, den du jetzt noch siehst, der gibt sich nachher, wenn ich und du diesen Faden, der hier unten hier noch ist, hier einfach vernähst. Dann zieht sich das Ganze wieder glatt und passt. So, jetzt gehe ich hin und häkel nochmal eine komplette Reihe Stäbchen in jede Masche. Das heißt, ich mache jetzt erstmal meine drei Luftmaschen für das erste Stäbchen und gehe hier ja nicht mehr rein, sondern hier in die nächste Masche und mache ein Stäbchen. So, und wieder Stäbchen. Das heißt, in jede Masche häkel ich jetzt ganz schlicht und einfach ein Stäbchen, bis ich wieder hier vorne bin. So, du siehst, ich bin jetzt hier an meiner letzten Masche. Das hier ist die Kettmasche. Hier mache ich noch ein Stäbchen rein. Und dann bin ich ja sozusagen hier an meinen 3 Luftmaschen, die ja als erstes Stäbchen zählen. Und jetzt gehe ich schon über in die Spiralrunden und setze hier einfach zwischen rein das erste Stäbchen. Da ich hier das zu meiner ersten Ecke machen möchte, gehe ich auch hin und setze noch 4 weitere Stäbchen dazu. Am besten ist es, wenn du dir dann die Ecke sozusagen markierst. Ich
muss gerade mal gucken, wo ich meine Maschenmarkierer habe. Weil damit kannst du am Anfang ganz gut arbeiten. Entweder du nimmst dir so Maschenmarkiererchen oder auch ein einfacher Faden, tut es ja eigentlich auch. Und dann weißt du, dass das deine Ecke ist, wo immer die 5 Stäbchen in dieselbe Masche gearbeitet werden. Das heißt, ich habe hier das erste Stäbchen, zweite und in das dritte Stäbchen mache ich mir diesen Markierer rein, damit ich weiß, da kommen die nächsten 5 Stäbchen gebündelt rein. So, da hole ich noch gerade die anderen. Na gut, einer fehlt, dann nehme ich hier noch den blauen dazu. So, das ist jetzt sozusagen die erste Ecke von dem Raglan. Und jetzt arbeite ich den Schulterbereich. Da nehme ich mir 15 Stäbchen, die die Schulter geben, und im 16. mache ich dann wieder die Ecke. So, hier das Stäbchen, das darfst du jetzt nicht vergessen, das geht ein bisschen unter. Da musst du deine Arbeit ein bisschen rüberschieben und dann da das erste Stäbchen reinarbeiten. So, 15. Und hier in das 16. Stäbchen mache ich wieder 5 Stäbchen. 4 und 5. Das ist meine nächste Ecke. Also wieder 1, 2 in die dritte Masche, eine Markierung. So, und das ist dann sozusagen die erste Schulter, die du hier hast. So, jetzt sind wir wieder entweder am Vorder- oder Rücken, also vorne oder hinten. Jetzt arbeitest du in jedes Stäbchen oder in jede Masche wieder ein Stäbchen und in der 30. Masche machen wir wieder unsere Ecke rein. Oder am besten in der 31. Masche. Also jetzt häkelst du erstmal 30 Stäbchen, jede Masche ein Stäbchen, bis du 30 zusammen hast. So, und jetzt, also ich habe jetzt meine 30 und jetzt in das nächste Stäbchen häkle ich wieder 5 Stäbchen in dieselbe Masche. So, und hier setze ich mir jetzt auch meinen Markierer rein. 1, 2 in die dritte. Das ist die nächste Ecke. So, jetzt folgen wieder in jede Masche ein Stäbchen und zwar bis zur 15. Und dann arbeite ich da auch wieder die nächste Ecke. Du könntest jetzt auch vorne also diese Ecke in die 30. Masche hättest du das auch häkeln können. Das wäre auch kein Problem gewesen. Das kann man sich aufteilen, wie man möchte. Ja, oder wenn du mehr Maschen hast,
also mehr Maschen hier als Luftmasche angeschlagen hast, die durch 3 teilbar ist, dann verschiebt sich ja hier vorne das auch. Ja? Und jetzt mache ich wieder meine 5 Stäbchen in die folgende Masche. 2, 3, 4 und 5. Und da kommt jetzt auch der Markierer rein in die dritte Masche. Und jetzt fülle ich den Rest nur noch auf mit Stäbchen und häkel auch gleich dann weiter. Aber das zeige ich dir dann gleich. So, ich habe jetzt noch hier den Übergang. Und der wird jetzt auch. So, ich habe jetzt noch ein paar Maschen, bis ich bei meinem Markierer bin. Aber ich möchte in der Ecke ein kleines Muster einarbeiten und deswegen zeige ich dir das jetzt, wie ich das gemacht habe. Ich habe hier noch 2 Maschen, die nicht zu der Ecke gehören. Die häkle ich noch normal. Also jede Masche ein Stäbchen. So. Und dann wäre ich ja an meiner Ecke. Ich werde jetzt hingehen und ein Reliefstäbchen häkeln. Um das erste, um das zweite. Und dann bin ich ja eigentlich schon hier an meiner Markierung für die Ecke. Die nehme ich raus und häkel dort jetzt 5 Stäbchen rein. In dieselbe Masche die 5 Stäbchen. So, und hier habe ich ja noch die 2 Stäbchen, die noch sozusagen von der Vorrunde zu der Ecke zählen. Die mache ich jetzt auch als Reliefstäbchen. So. Hier kannst du dir gerne wieder bei den 5 Stäbchen die Markierung setzen, damit du es einfach besser siehst. Da kommt, wie gesagt, in die dritte Masche die Markierung, damit da wieder die neue Ecke reinkommt. So, und so entsteht ein ganz kleines Muster mit den Reliefstäbchen. Ich zeige es dir gleich noch mal hier. Jetzt folgen erst einmal in jede Masche ein Stäbchen. So, jetzt bin ich gleich wieder hier an meiner Ecke. Die startet hier. Du siehst es, da ist alles in einer Masche drin. Und hier werde ich auch wieder die ersten beiden Maschen als Reliefstäbchen häkeln. Da kannst du dir aussuchen, ob du vordere oder hintere machen möchtest, wie es einfacher ist für dich zu häkeln. So, hier die Markierung nehme ich wieder raus. Und dann folgen die 5 Stäbchen in dieselbe Masche. Gerne wieder den Markierer rein, damit du weißt, wann du deine Ecke zu setzen hast. Am Anfang ist das ganz praktisch, nachher weißt du es automatisch, denke ich mal. So, und hier folgen jetzt wieder die beiden Reliefstäbchen. So, und dann wieder in jede Masche ein Stäbchen. Das Ganze machst du jetzt so lange, bis dir der Abschnitt sozusagen, also dieser Abschnitt hier, die beiden Ecken,
wo dein Arm nachher durchkommt, passt. Und ich zeige es dir gerade an dem anderen. Also, du arbeitest jetzt hier runter sozusagen. Ja, das ist der Armausschnitt. Und das arbeitest du dann so lange, bis dir hier das unter den Armen passt. Ja, und dann zeige ich dir gleich, wie das hier weitergeht. Ich kann mal gucken, bei mir waren das jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Reihen. 6, 8, 10. No? Jetzt bin ich durcheinander. Doch, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich habe hier nämlich noch eine Reihe mit festen Maschen drin, also 10 Reihen. Und dann passt das unter den Armen bei mir. Das musst du aber bei dir austesten. Das ist wirklich ganz unterschiedlich. Hier bei der habe ich mir noch Maschen hinzugefügt. Bei dem, ja. Aber das war ja auch ein dünneres Garn, ein feineres Garn. Und ja, manchmal ist es halt so bei mir. Ich halte mir das an und wenn ich dann merke, ah nee, aber ich will auch nicht weiter häkeln, weil der Arm dann sonst zu groß wird, nehme ich auch Maschen gerne dazu. Aber jetzt bei dem hier werde ich so häkeln, dass mir das unter den Armen passt und man das nachher gleich zusammennehmen kann. Also ich werde jetzt 10 Reihen häkeln und dann zeige ich dir die Arbeit wieder. Und das Muster kannst du an jedem wiederholen. Ja? Ich werde hier das nehmen für außen, weil ich das persönlich dann schöner finde, wenn die so nach außen stehen, die Maschen, als hier mit diesem Nopsis sozusagen. Ja, genau, dann bis gleich. So, ich habe jetzt meine 10 Reihen gehäkelt. Jetzt ist es soweit, dass ich mein Oberteil unter den Armen zusammennehmen kann. Du musst bedenken, das zieht sich ja auch immer noch so ein bisschen. Und ich zeige dir jetzt, wie ich da weiterarbeite. Ich habe darauf geachtet, dass ich sozusagen die Zusammennahme der Arme da starte, wo ich auch meine Spiralrunden gestartet habe. Deswegen habe ich mir den Faden dran gelassen, damit ich weiß, wo ich immer mit meinen Spiralrunden gestartet bin. Ja, wo ich den Übergang gemacht habe von meinem Oberteil her. No? Und hier schließe ich jetzt gleich diese beiden Ecken sozusagen zusammen. Ja, so, du siehst, Moment, du siehst, ich habe hier, wo ich ja immer die Reliefstäbchen gemacht habe, die beiden, die habe ich noch frei und die 5 Stäbchen von meiner Ecke habe ich frei. Ich gehe jetzt hin und mache ganz normale Stäbchen in die beiden Reliefstäbchen. Ja, und mache diese beiden Stäbchen, die dann von der Ecke sind, wieder als Reliefstäbchen. 1 und 2. So, jetzt gehe ich hin und nehme einmal das dritte Stäbchen auch noch als Reliefstäbchen und schaue jetzt, dass die Ecke hier sozusagen passt, ja, dass ich das einmal aneinander häkeln kann. Ja.
dass das sozusagen läuft. Ich gehe immer hin und lege mir das dann so, halte es mir so an, hole meinen Faden und gehe auch hier in das dritte Stäbchen von meiner Ecke, also 1, 2, das dritte Stäbchen und mache ein Reliefstäbchen. So, dann folgt noch mal ein Reliefstäbchen. Und noch mal eins. So, und dann hat man den Arm schon sozusagen zusammengehäkelt. Diese beiden Reliefstäbchen werde ich jetzt als normale Stäbchen häkeln. Ja, ich häkel noch kurz ein bisschen weiter und dann zeige ich dir gleich den Arm. So. Und das ist jetzt sozusagen der erste Armausschnitt. So. Jetzt wird ganz normal weitergehäkelt mit den Stäbchen, bis du wieder an der nächsten Ecke bist. So, an der anderen Ecke mache ich jetzt genau dasselbe. Also die beiden Reliefstäbchen werden normale Stäbchen. 1, 2, dann folgen 3 Reliefstäbchen. Zwei und das dritte. Dann gehe ich hin, hole meine andere Ecke und halte sie mir hier an. Ich gucke schon gleich. 1, 2 von den 5 werden freigelassen, also von den 5 Stäbchen von der Ecke lasse ich den ersten, den zweiten frei und hier mit den letzten 3 arbeite ich wieder meine Reliefstäbchen. Achte darauf, dass deine Arbeit gerade liegt und nicht ineinander verdreht ist. Nicht, dass da ein Fehlerchen passiert und du auf einmal einen Dreher drin hast. So, die beiden Reliefstäbchen werden wieder normale Stäbchen und dann kann man wieder in jede Masche ein Stäbchen häkeln. Und das Ganze kannst du so lang machen, bis dir das Oberteil sozusagen einmal lang genug ist. Oder kurz genug ist, je nachdem, wie du es gern haben möchtest. Wenn du mehr so eine Art Bolero pullichen möchtest, häkelst du noch ein paar Reihen dran, bis es dir angenehm ist. Oder wenn du einen Pulli möchtest, natürlich ein paar mehr Reihen. Und ja, an den Armen hier, wie man hier weiter häkelt, das zeige ich dir jetzt auch gleich. Ich häkel jetzt gerade meine Reihe einmal fertig und dann zeige ich dir das an den beiden Armausschnitten noch einmal. Aber da macht man in jede Masche einfach wieder seine Masche rein. Aber trotzdem zeige ich dir das gerne. So. Und du siehst, so entsteht schon mal ein schöner Pulli. Mit einem ganz kleinen bisschen Muster hier oben drin. Dieses Muster wird jetzt hier mit den 6 Stäbchen, die wir als Relief gehäkelt haben, einfach weiterlaufen. Und dann hast du hier an den Seiten links und rechts ein ganz kleines, sachtes
schönes Muster. So, ich bin jetzt wieder an dem Übergang von dem Arm. Ich habe hier noch 2 normale Maschen übrig und hier starten schon die Reliefstäbchen. Das heißt, ich gehe hin, ich mache jetzt hier meine beiden normalen Stäbchen noch und dann die Reliefstäbchen. Also 1, 2, 3 und jetzt hier auch bei diesem Übergang gehe ich einfach durch und mache auch mein Reliefstäbchen. Genauso wie hier und der da noch. So, und dann wieder normal. Ich zeige es dir jetzt gleich noch. So. Also wirklich ganz normal einmal drüber. Und dann ist das schön verdeckt. Wenn du dich nachher dazu entscheidest, hier noch einen Arm dran zu machen oder so, dann fällt das nachher gar nicht auf. Was ich manchmal auch gerne mache, ist, dass ich hier noch 3 oder 4 Maschen dazu nehme, aber das kann ich dir gerne mal in einem anderen Video zeigen. Jetzt habe ich den Pulli so gearbeitet. So, und so sieht er dann aus und läuft nur noch gerade runter an den Seiten. Ja. Und so ist er von dem Arm her. Also wirklich super einfach und ein schönes Ergebnis. Ja, und wie gesagt, jetzt kannst du den Pulli ja wachsen lassen, so weit wie du möchtest. Und dann zeige ich dir nachher noch, wie man ein Bündchen dran häkelt. Und ich würde sagen, wir starten dann auch, wenn die Wolle noch reicht, doch ich denke schon, wir starten dann nachher noch mit einem Arm, dass ich dir da einfach mal zeige, wie du den da super einfach dran bekommst. Genau, jetzt häkel ich erstmal so weit, wie ich mein Pullischen haben möchte. So, ich bin jetzt bei meinem Pullover so weit, dass ich jetzt wechseln kann in mein Bündchen. Dafür habe ich wieder die Stelle gesucht, an der ich meine Luftmaschenkette geschlossen habe. Und ich bin sozusagen unter dem Arm bei dem kleinen Mustersatz. Und da werde ich auch direkt gleich starten und abwechselnd vordere und hintere Reliefstäbchen machen. Das heißt also den Umschlag auf die Nadel und von hinten nach vorne einstechen und die nächste von vorne nach hinten einstechen. Und das immer im Wechsel. Das Bündchen kannst du genauso lang gestalten, wie es dir gefällt. Das ist genauso wie hier mit dem Körper. Das kannst du alles so lang häkeln, wie du das gerne hättest. Ich habe mich jetzt für die bisschen kürzere Variante entschieden, da bei mir das Garn sonst nicht mehr ausreicht. Deswegen wird das Ganze bei mir ein bisschen kürzer. Aber ich dachte, zum Zeigen reicht das.
Genau. So, und das machst du jetzt abwechselnd immer wieder rundherum. Und dann hast du sozusagen ein kleines Bündchen. Das kannst du so lange gestalten, wie du möchtest, dass das dir gefällt. Kann ein kurzes Bündchen sein mit nur 3 Reihen oder ein längeres Bündchen mit 5 Reihen, wie du das magst. Und halt immer so abwechselnd, dann zieht sich der Pulli unten auch so ein bisschen zusammen. Ja, du siehst es jetzt hier schon, es zieht sich so ein bisschen zusammen. Ja? So, und das dann, wie gesagt, einmal rundherum. Das Bündchen. So, ich ziehe das jetzt ein bisschen länger, da ich gerne noch hingehen möchte und dir zeigen möchte, wie man hier am Arm ein Ärmel dran häkelt. Ich habe jetzt noch hier ein Knäuel, den werde ich einfach anfangen und damit den Arm zeigen, weil ich wollte ja ein Knäuel für die Arme mir aufheben. Und das ist mein letztes Knäuel von dem Gründelgarn. Das hier wird alles noch Bündchen und der hier wird zum Arm. Also ich gehe da einfach hin, ich mache meine Schlaufe, hole das noch nicht auf die Nadel, sondern suche mir erstmal hier meinen unteren Teil vom Arm und da steche ich hier in meinen Zwischenraum einfach ein, nehme die Schlaufe auf die Nadel, ziehe sie bei, Faden hier hin, hole die Schlaufe einmal durch. Natürlich kannst du auch die Schlaufe vorher schon dann auf der Nadel haben und häkle jetzt einfach einmal gerade eine feste Masche. So, und jetzt gehe ich einfach hin, nehme den Umschlag und häkel hier bei dem Stäbchen einfach ein Stäbchen und nochmal ein Stäbchen um dieses. Ja, so, und dann komme ich ja schon sozusagen hier in meine Maschen rein und da setze ich einfach in jede Masche ein Stäbchen. Ganz einfach und ganz schnell. Also da dann einmal jede Masche ein Stäbchen, bis du wieder hier am Anfang bist. Ja, also das geht eigentlich sehr, sehr schnell. Und dann häkelst du den Arm so lang, wie du möchtest. Am besten zählst du, wenn du den einen Arm fertig hast, deine Reihen und häkelst dann deinen zweiten Arm mit genauso vielen Reihen. Der wird genauso angefangen wie dieser. Und wenn du die Reihen dann halt gleich hast, sind sie auch gleich lang. Ja, genau, das ist das ganze Hexenwerk. Ich zeige dir jetzt gleich noch hier den Übergang, wie ich den mache am Arm. Und dann kannst du dich entscheiden später, wenn du die Arme fertig hast, ob du da auch so ein Bündchen dran machen möchtest mit den Reliefstäbchen oder du kannst die Arme auch offen lassen, dass das so ein bisschen lockerer einfach fällt. Weiß jetzt nicht, mit was man das vergleichen kann, wie ein Kimono vielleicht. Die Ärmelchen, also offene Arme haben möchtest oder so T-Shirt-Arme haben möchtest, das geht natürlich alles. Das kannst du wirklich hier alles ganz individuell gestalten und machen, weil es ist ja dein Pulli und der soll dir ja so gefallen, wie er ist. Ja.
deswegen. Oh, ich weiß jetzt nicht, ob man das hört, aber die Nachbarschaft ist draußen am Arbeiten. So, jetzt bin ich auch schon, was habe ich jetzt hier gemacht? Doch, war richtig. Jetzt bin ich auch gleich einmal rum und dann schauen wir uns den Übergang an, damit das alles so ist, wie du das möchtest. Ja, es ist gar nicht so kompliziert, diese Sachen zu häkeln. Man muss halt für sich selber rausfinden, wie viele Maschen brauche ich oben, wie viel brauche ich an den Armen, wie viele Reihen, damit mir das bequem sitzt. Und wenn man das einmal für sich selbst gefunden hat, ist das wirklich gar nicht mehr so schwer, das alles zu häkeln. Also ich finde es persönlich wirklich sehr, sehr angenehm. Ich finde es auch schön zu tragen und sieht ja auch immer gut aus. So, jetzt bin ich gleich am Übergang. Hier sind sozusagen noch die Reliefstäbchen von den Ecken. Da musst du ein bisschen schauen, denn das ist manchmal ein wenig unübersichtlich einfach. Aber wenn du hier siehst, hier läuft das Stäbchen und hier habe ich dann zusammengenommen. Das heißt, hier mache ich noch das Stäbchen rein. Und dann bin ich sozusagen an dieser Ecke, da mache ich jetzt 2 Stäbchen rein. 1, 2, also in dasselbe Feld. Ja. So, und dann bin ich hier, ist mein Übergang sozusagen. Hier häkle ich jetzt auch noch eins rein, ein Stäbchen. Und dann gehe ich einfach mit dem Umschlag in das erste Stäbchen, was ich gehäkelt habe. So. Und jetzt folgt wieder in jede Masche ein Stäbchen. Und du bist schon so in der Spiralrunde. Das heißt, du kannst das jetzt einfach so lang häkeln, wie du das gerne möchtest. Wenn du jetzt natürlich noch die Runden zählen möchtest, such dir einen festen Punkt aus, von dem aus du zählst, damit der andere Arm genauso viele Reihen einfach bekommt. Das heißt, du hast ja jetzt hier deinen Übergang, hier ist ja erst die eine Runde, hier ist die zweite Runde. Also würde ich sagen, dass man hier am Start einfach anfängt zu zählen, denn dann sind es 1, 2 und die 2 sozusagen, wenn mir das jetzt reichen würde, würde ich auch auf der anderen Seite häkeln, die 2 Runden. Ja, genau. Ja, also es kommt auch, wie gesagt, immer auf diesen kleinen Blickwinkel an. Such dir einen festen Punkt aus, von dem du aus zählst. Denn wenn du jetzt von hier aus zählen würdest, hättest du nur eine Reihe. So, und hier sind es ja schon 2. Ja, das musst du für dich selbst schauen, wo du zählst, und den Punkt, an dem du gezählt hast, musst du auch hier auf der anderen Seite anfangen zu zählen. Ja, damit die Reihen halt gleich sind einfach. Genau. Ja, und das ist das ganze Hexenwerk von dem Pullover. Ich zeige ihn dir dann noch gleich, wenn er fertig ist. Und ja, da muss ich jetzt noch gerade ein bisschen häkeln und dann siehst du das Endergebnis. Ja, hier der Raglan ist fertig. Der Raglan von oben, der kleine Pullover. Hier ist er jetzt ein bisschen kurz, aber das ist dadurch geschuldet, dass ich jetzt keine Wolle mehr hatte. Und auch den Fehler gemacht habe, hier zuerst den Abschluss zu machen und dann die Arme zu häkeln. Weil ein Stückchen habe ich noch übrig von meiner Wolle. Das hätte hier unten garantiert noch 2 oder 3 Reihen gegeben. Aber wie gesagt, ich hatte hier erst fertig gemacht und habe dann die Arme gemacht. Und dann, ja, war es jetzt halt so. Also hier habe ich noch ein bisschen Wolle übrig. Und für den Rest sind es 3 Knäule gewesen. Also mit 4, 5 Knäulen
120 Metern, ja 4 sind ein bisschen wenig, finde ich. Also wenn du noch den Körper länger haben möchtest, am besten 5 oder 6 Knäule. Ja? Ja, so ist er jetzt fertig. Hier ist ein kleines Muster. An den Seiten ist ein kleines Muster. Bündchen dran gehäkelt, an den Armen. So T-Shirt-Ärmelchen habe ich gemacht. Es sind auch die Bündchen schon dran. Und die Fäden habe ich vernäht oder verwoben, je nachdem, wie man möchte, wie man das nennen möchte. Hier ist zum Beispiel noch mein Anfangsfaden. Ja, also das ist auch gemacht. Und dann kann man den so gestalten, wie man möchte. Ja, ich hatte jetzt ja die Nadelstärke 4. Du kannst die Nadelstärke nehmen, die dir am besten liegt in der Hand oder für was dein Garn ist. Du musst dann nur immer gucken, dass es oben über deinen Kopf geht von der Luftmaschenkette her, und wenn nicht, musst du die halt ein bisschen anpassen. Ja, dann geht das auch. Und wie gesagt, hier einmal gucken, dass es unter den Armen schließt, und dann kann man den Körper häkeln. Ja, in diesem Sinne hoffe ich, dir hat die kleine Anleitung gefallen zu einem Raglan von oben Pullover. Wenn ja, lass doch gerne ein Däumchen da, wenn dir das zusagt. Und in diesem Sinne, bleib gesund. Ich würde mich natürlich auch über Kommentare freuen, wenn ich dir irgendwie weiterhelfen kann oder du Fragen hast. Schreib gerne, ich versuche mein Bestes, da zu unterstützen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns vielleicht das nächste Mal. Ich würde mich natürlich freuen. Bleib gesund, mach's gut. Tschüss.